Fastenzeit in Hessen. Für viele geht es um die Wurst. Fleisch ist klimaschädlich auf jeden Fall. Ich bemühe mich, weniger Fleisch zu essen. Ja, so ganz verzichten wollen wir nicht, aber wir haben uns dieses Jahr überlegt, dass wir den Fleischkonsum mal ein bisschen einschränken wollen. Auf Hessisch 2 Tage ufleischig. Doch sind unsere Salami, Steaks und Würstchen tatsächlich in so großem Maße schuld an der Erderwärmung? Ich fühle mich dann schon angegriffen, weil ich weiß, wie es bei uns hier funktioniert und wie es funktionieren kann. Max will wissen, wie schädlich ist Fleisch wirklich fürs Klima? Müssen wir jetzt alle vegan leben? Die Fastenzeit hat begonnen. Neben dem klassischen Alkohol- und Zuckerverzicht möchten viele Hessen die kommenden 40 Tage dem Klima widmen. Ich werde jetzt nicht komplett zum Vegetarier in der Fastenzeit, aber ich werde es auf jeden Fall reduzieren. Also ich verzichte auf Fleisch, aber das ist generell wegen Massentierhaltung und so weiter. Deshalb wird man ganz bewusst mal weniger Fleisch kaufen, wenn dann etwas besseres Fleisch. Oder es gibt auch so leckere Alternativen, die wollen wir gerne mal ausprobieren. Obwohl sich mittlerweile rund 10% der Deutschen vegan oder vegetarisch ernähren, verzehrt jeder Deutsche im Durchschnitt jährlich 58 Kilogramm Fleisch. Das ist doppelt so viel wie das, was unsere Großeltern so gegessen haben. Alleine in Deutschland werden pro Jahr rund 700 Millionen Geflügel, 52 Millionen Schweine und 3,1 Millionen Rinder geschlachtet. Rechnet man den Treibhauseffekt der Herstellung von Nahrungsmitteln in Autokilometern um, zeigt sich folgendes Bild. Die Herstellung eines Kilogramms Rindfleisch entspricht einer Autofahrt von 70 Kilometern. 1 Kilogramm Schwein entspricht 30 Kilometern und 1 Kilogramm Hähnchen 22 Kilometern. Warum sind Tiere klimaschädlich? Das wollen wir von Moritz Wagner wissen. Er forscht über Ökobilanzen im Agrarsystem an der Universität Hohenheim. Unser Fleisch- und Milchproduktverzehr hat wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Klimawandel. Es ist aber auch so, dass viel Futter importiert wird, also dass wir keine geschlossenen Kreisläufe mehr haben, sondern dass ein sehr großer Anteil beispielsweise des Sojafutters aus Brasilien importiert wird, Regenwald gerodet wird, um Futter anzubauen. 98% des Fleisches stammt aus Massentierhaltung und wird teilweise von der Aufzucht bis zur Schlachtung mehrere tausend Kilometer durch die Gegend gefahren oder sogar geflogen. Hinzu kommt, für viele hat das Fleisch keinen Wert, weder materiell noch ideell. Was nicht verzehrt wird, wird weggeschmissen. Klimaexperten fordern ein Umdenken. Der Pro-Kopf-Konsum in westlichen Ländern ist zu hoch. Wir müssen nicht alle vegan werden, in Jutesäcken rumlaufen und die Wohnung nicht heizen. Aber wir können uns an die eigene Nase fassen. Wenn man sich die Lebensmittelabfälle im Fleischbereich anschaut, entspricht es 9 Millionen Hühner, die jedes Jahr eigentlich für den Abfall produziert werden. Im Rindfleischbereich sind es 50.000 Rinder, die wir also produzieren, um sie am Ende wegzuschmeißen. Und da ist, denke ich, ein ganz großer Hebel auch bei den KonsumentInnen, dass, wenn man Fleisch kauft, man drauf schauen soll, okay, welches Fleisch kaufe ich, lieber ein regionales Produkt und dann aber wirklich das Fleisch auch nutzen. Den Konsum deutlich reduzieren und regionalisieren. So lautet die Zauberformel. Und das könnte so aussehen. Max in einer kleinen Landmetzgerei in Schöneck-Oberdorfelden. Hier wird noch selbst geschlachtet und selbst hergestellt, in kleinen Mengen. Jeden Sonntag bekommt Familie Beck rund 10 Schweine vom 10 Kilometer entfernten Hof aus Frankfurt-Harheim angeliefert. Hier leben sie etwa 5 Monate, bis sie ihr Schlachtgewicht erreichen. Ihr Futter wird zu 90% regional angebaut. 2/3 verteilt Bauer Axel Schmidt in der Region. Der Rest hat weitere Wege vor sich, weil es hier kaum noch Schlachthöfe gibt. Die müssen alle nach Norddeutschland gefahren werden oder in den Osten gefahren werden, weil da die Schlachtstätten sich konzentriert haben. Schade findet das Metzger Wolfgang Beck. Denn die Klimabilanz vom Fleisch wäre deutlich besser, könnten mehr Metzger das Fleisch von kleineren Betrieben beziehen und dann direkt weiterverarbeiten. Wenn die Auflagen nicht ganz so hoch wären, denke ich, würden viel mehr noch selber schlachten. Und es werden halt viel auch die Metzger verrückt gemacht durch was kommen könnte und durch die Investitionen, die hohen Investitionen, die dann anfallen, das schreckt auch viele ab. So bleibt der Vorwurf, dass Fleisch ein Klimakiller sei.
ärgert sich Diana Beck. Die Leute scheren immer alles ganz schnell über einen Kamm. Zuerst wird am Essen gespart, ehe auf irgendeinen anderen Luxus verzichtet wird. Und das finde ich halt so schlimm, weil gerade Essen, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Bei uns gibt es auch nicht jeden Tag Fleisch. Wir haben zwar eine Metzgerei, aber ich achte auch darauf, dass wir auch mäßig essen. Nicht in Massen, sondern in Maßen. In die gleiche Richtung gehen auch viele Experten. Fleisch in geringen Mengen ist durchaus in Ordnung und für die Landwirtschaft auch wichtig. Eigentlich, finde ich, gehört zu so einem geschlossenen Kreislauf auch eine Tierhaltung dazu, aber in sehr reduziertem Maße. Also wenn wir jemals in die Nähe von den 15 Kilogramm im Jahr kommen, das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, dass die KonsumentInnen sich auf so ein Niveau einfach fokussieren und dann lieber höherwertige Produkte und nicht diese Massenware. Fazit: 15 Kilo statt 58 Kilo Fleisch jährlich. Davon sind wir noch weit entfernt. Zwar ist der Fleischkonsum in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren etwas zurückgegangen, doch weltweit hat er sich fast verdoppelt.